Hallo und willkommen beim Wissen zur Ruhe. Ich bin so froh, dass du da bist. Egal, ob du schon unter der Decke liegst, zusammengerollt auf dem Sofa sitzt oder nur so tust, als würdest du runterfahren, während du in Wahrheit weiter scrollst. Das hier ist deine Zeit. Zeit zum Ausruhen, zum Nachdenken und vielleicht auch, um zwischendurch ein kleines bisschen etwas zu lernen. Heute Abend gehen wir auf eine Reise, nicht durch den Weltraum, sondern nach innen, in die winzigen, erstaunlichen Welten, die in dir leben. Du bestehst aus Billionen von Zellen, bist Gastgeber für mikroskopisch kleine Organismen und Heimat ganzer Ökosysteme, die dich am Leben halten, ohne dass du auch nur eine Sekunde bewusst daran denken musst. Es ist ein bisschen so, als wärst du die Vermieterin einer geschäftigen, unsichtbaren Stadt, nur dass niemand Miete zahlt und die Rohrleitungen größtenteils aus Lymphe bestehen. Ich hoffe ein bisschen, dass diese Folge nicht so interessant wird. Das würde ja den Zweck verfehlen, oder? Aber falls du am Ende noch hellwach bist, dann nur, weil dein Gehirn sich davon ablenken ließ, wie unglaublich komplex du bist. Und wenn du schon wach im Bett liegst und grübelst, dann kannst du genauso gut über Mitochondrien nachdenken. Bevor wir eintauchen, würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Like dalässt und den Kanal abonnierst. So finden mehr müde Köpfe ihren Weg hierher. Und wenn du Lust hast, schreib mir, von wo auf der Welt du gerade zuhörst und wie spät es dort ist. Bist du eine Lerche, die früh mit dem Ausruhen beginnt, oder eher eine Nachteule, die langsam in die Träume hinübergleitet? Atme einmal tief ein. Lass deine Schultern sinken. Du musst gerade nichts tun, außer zuhören. Lass uns die winzigen Welten in dir erforschen. Und bevor wir anfangen, noch eine sanfte Erinnerung: Diese Folge dient der Entspannung und der Bildung. Sie ist keine medizinische Beratung und ganz sicher kein Ersatz für das Gespräch mit einer qualifizierten medizinischen Fachperson. Wenn du Fragen oder Sorgen zu deiner Gesundheit hast, such dir bitte jemanden, der deine persönliche Geschichte kennt. Also gut, lass uns beginnen. Stell dir für einen Moment vor, dein Körper wäre eine Stadt. Nicht irgendeine Stadt, sondern eine wimmelnde, summende Metropole, die niemals schläft. Es leben mehr Bewohner an diesem Ort als Menschen auf der Erde. Tatsächlich leben mehr von ihnen in und auf dir, als es dich selbst gibt. Billionen mikroskopisch kleiner Organismen, Bakterien, Pilze, Viren, sogar winzige Archaeen machen es sich bei dir gemütlich. Deine Haut, dein Mund, dein Darm, deine Nasengänge, jede kleine Falte, jede Nische ist potenziell beste Innenstadtlage. Und das Erstaunliche: Du brauchst sie. Diese mikroskopischen Mitfahrenden sind nicht einfach nur Trittbrettfahrer. Ganz im Gegenteil. Sie helfen dir, Nahrung zu verdauen, schützen dich vor schädlichen Eindringlingen, produzieren wichtige Vitamine und beeinflussen sogar deine Stimmung. Dieses erstaunliche Ökosystem nennt man dein Mikrobiom. Und es ist einer der wichtigsten, aber auch am meisten missverstandenen Teile dessen, was dich zu dir macht. Die meisten deiner mikrobiellen Untermieter leben in deinem Darm, besonders im Dickdarm. Stell ihn dir vor wie den Times Square der Bakterien, nur mit deutlich weniger Neonlicht und deutlich mehr Ballaststoffen. Dein Darm beherbergt bis zu 100 Billionen mikrobielle Zellen. Das ist mehr als das 10-fache der Anzahl menschlicher Zellen in deinem gesamten Körper. Wobei man fairerweise sagen muss, menschliche Zellen sind größer und meist ein bisschen bossiger. Trotz ihrer mikroskopischen Größe haben deine Mikroben einen gewaltigen Einfluss. Zusammen können sie bis zu etwa 1,5 Kilo wiegen, ungefähr so viel wie dein Gehirn. Und genau wie dein Gehirn sind sie rund um die Uhr aktiv. Lernen wir ein paar der Einheimischen kennen. Da sind die Bacteroidetes, ExpertInnen im Abbau komplexer Pflanzenfasern. Dann gibt es die Firmicutes, die dafür bekannt sind, Kalorien sehr effizient zu extrahieren. Vielleicht ein bisschen zu effizient, falls du deinen Stoffwechsel schon einmal für einen hartnäckigen Hüftspeck verantwortlich gemacht hast. Und dann gibt es Akkermansia mucinephila, ein charmanter Name, oder? Diese Art hilft, deine Darmschleimhaut gesund zu halten, indem sie sich von der Schleimschicht ernährt.
sozusagen die Verdauungsvariante von „Ich mache nach mir selbst sauber“. All diese Mikroben bilden komplexe Gemeinschaften, die miteinander und mit dir interagieren. Stell dir das als mikroskopische Version von Stadtpolitik vor, mit Allianzen, Rivalitäten und gelegentlichen Revierkämpfen. Wenn eine Gruppe zu dominant wird oder eine andere zu schwach, kann das dein System aus dem Gleichgewicht bringen. Dann beginnen die Probleme: Entzündungen, Verdauungsbeschwerden oder Fehlreaktionen des Immunsystems. Die Vielfalt deines Mikrobioms ist ein Schlüssel zu deiner Gesundheit. Eine reiche, vielfältige mikrobielle Bevölkerung ist stabiler und widerstandsfähiger. Stell dir ein Ökosystem wie einen Regenwald vor. Je mehr verschiedene Arten darin leben, desto besser kann es mit Veränderungen umgehen, einer Trockenzeit oder einer eingeschleppten Art. Dein Darm funktioniert ähnlich. Je vielfältiger deine Mikroben, desto besser ist dein Körper auf Veränderungen vorbereitet. Wie baut man also eine blühende mikrobielle Stadt auf? Die Ernährung spielt die Hauptrolle. Ballaststoffreiche Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte und Vollkornprodukte liefern Nahrung für die nützlichen Bakterien. Diese Lebensmittel enthalten Präbiotika, spezielle Fasern, die dein Körper nicht verdauen kann, deine Mikroben aber lieben. Es ist, als würdest du ein Buffet für deine Darmbewohner aufdecken. Fermentierte Lebensmittel wie Joghurt, Kimchi, Kefir, Sauerkraut und Miso können ebenfalls helfen, indem sie neue nützliche Mikroben einbringen. Diese nennt man Probiotika. Sie können die Darmgemeinschaft verstärken, wie freundliche Verstärkung, die zur Party dazu stößt. Man sollte sie nur langsam einführen. Niemand möchte ein fein austariertes Ökosystem mit einer plötzlichen Sauerkrautflut überrollen. Natürlich ist nicht alles, was wir tun, mikrobiomfreundlich. Eine Ernährung mit vielen stark verarbeiteten Lebensmitteln und wenig Ballaststoffen kann die mikrobielle Vielfalt verringern. Übermäßiger Einsatz von Antibiotika kann ganze mikrobielle Populationen auslöschen, nicht nur die schlechten Bakterien, gegen die sie sich richten. Antibiotika sind lebensrettend, wenn sie richtig eingesetzt werden, aber sie unterscheiden nicht besonders genau. Es ist, als würdest du mit einem Flammenwerfer eine Wespe jagen. Es funktioniert, aber zu welchem Preis? Interessanterweise ist dein Mikrobiom so einzigartig wie dein Fingerabdruck. Es beginnt sich in dem Moment zu bilden, in dem du geboren wirst. Ob du vaginal geboren wirst oder per Kaiserschnitt, ob du gestillt wirst oder die Flasche bekommst, all das hilft, deine mikrobielle Welt zu impfen. Während du wächst, formen alles Mögliche dein inneres Ökosystem. Was du isst, wo du lebst, welche Haustiere du hast und sogar die Menschen, die du küsst. Und deine Mikroben hängen nicht nur im Darm herum. Sie interagieren mit deinem Immunsystem, deinem Stoffwechsel und sogar deinem Gehirn. WissenschaftlerInnen entdecken Zusammenhänge zwischen Ungleichgewichten im Mikrobiom und Erkrankungen wie Adipositas, Diabetes, Autoimmunerkrankungen und sogar Depressionen und Angststörungen. Es ist noch früh in der Forschung, aber vieles deutet darauf hin, dass die Gesundheit unserer mikrobiellen Mitbewohner wichtiger ist, als wir lange dachten. Bevor wir den Mikroben zu viel Ehre geben, sollte man sich erinnern, sie lieben uns nicht. Sie sind keine winzigen Helfer mit Umhang und Loyalitätsgefühl. Sie tun einfach, was sie im Laufe der Evolution gelernt haben. Es ist eher eine Zweckgemeinschaft als eine Liebesbeziehung, wie WG-Mitbewohner, die sich gut verstehen, weil sie sich einen Kühlschrank teilen. Trotzdem fällt es schwer, sie nicht ein bisschen lieb zu gewinnen. Sie sind seit unseren allerersten Momenten bei uns. Sie übertreffen uns zahlenmäßig. Sie wiegen in Summe so viel wie unser Gehirn. Und sie haben wahrscheinlich mehr für unsere Gesundheit getan, als wir ihnen je zugeschrieben haben. Also heute Nacht, während du dich ausruhst, kannst du für einen Moment die geschäftige mikrobielle Welt in deinem Inneren würdigen. Während du in den Schlaf glittest, sind deine kleinen Untermieter schwer beschäftigt. Sie verdauen dein Abendessen,
verteidigen deinen Körper und halten den Laden am Laufen. Leise, unsichtbar, unverzichtbar. Und wer weiß, vielleicht hören sie ja zu. Tief unten in deinem Bauch passiert etwas Außergewöhnliches, etwas, das WissenschaftlerInnen erst vor kurzer Zeit wirklich zu verstehen begonnen haben. Es ist nicht nur Verdauung, nicht nur Nährstoffaufnahme und nicht nur gelegentliche Beschwerden über zu viel Käse. Nein, dein Darm macht etwas viel Geheimnisvolleres. Er führt ein Gespräch mit deinem Gehirn. Dieser intime, fortlaufende Dialog zwischen Darm und Geist wird Darm-Hirn-Achse genannt, und auch wenn es ein bisschen klingt wie der Name eines verlorenen Pink Floyd-Albums, ist es tatsächlich eines der faszinierendsten und komplexesten Systeme deines Körpers. Über ein Netz aus Nerven, Botenstoffen und mikroskopischen Nachrichten flüstern Darm und Gehirn ununterbrochen miteinander. Manchmal lautet die Botschaft: Ich habe Hunger. Manchmal, das war lecker. Und manchmal, in komplizierteren Momenten, ich bin angespannt. Oder irgendetwas stimmt nicht. Im Zentrum dieser Verbindung steht der Vagusnerv. Dieser lange, umherschweifende Nerv, sein Name kommt tatsächlich vom lateinischen vagari für wandern, reicht von deinem Hirnstamm bis in Brust und Bauch wie eine Telefonleitung zwischen zwei fernen Städten. Etwa 80–90% der Signale in diesem Nerv laufen von deinem Darm zum Gehirn, nicht andersherum. Mit anderen Worten, dein Bauch hat viel zu sagen und dein Gehirn hört hauptsächlich zu. Und was erzählt der Darm? Eine ganze Menge. Zum Beispiel hilft dein Darm, deine Stimmung zu regulieren. Vielleicht hast du schon gehört, dass der größte Teil deines Serotonins, des sogenannten Glücksbotenstoffes, im Gehirn hergestellt wird. Tatsächlich entstehen aber rund 90% davon im Darm. Kleine spezialisierte Zellen in deiner Darmschleimhaut produzieren es, unterstützt von deinen Darmmikroben. Es ist wie eine kleine Serotoninfabrik direkt neben deinem letzten Snack. Serotonin ist nicht der einzige für das Gehirn relevante Stoff, der dort unten gemacht wird. Es gibt Dopamin, das bei Motivation und Belohnung eine Rolle spielt. Es gibt GABA, Gamma-Aminobuttersäure, die dein Nervensystem beruhigt. Und es gibt kurzkettige Fettsäuren wie Butyrat, die entstehen, wenn Darmbakterien pflanzliche Fasern fermentieren. Diese kleinen Moleküle können sogar die Blut-Hirn-Schranke überwinden und Entzündungen und Stressreaktionen im Gehirn beeinflussen. In gewisser Weise sind deine Mikroben chemische Botschafter, die mit winzigen Stoffwechsel-Post-its dein emotionales Erleben mitgestalten. All das erklärt, warum dein Darm den Spitznamen zweites Gehirn bekommen hat. Technisch heißt das enterische Nervensystem und enthält über 100 Millionen Nervenzellen, mehr als dein Rückenmark. Es kann unabhängig von Gehirn und Rückenmark funktionieren und hat eigene Reflexe. Dieses flatterige, seltsame Gefühl im Bauch, wenn du nervös bist, das ist nicht eingebildet. Das ist ein Bauchgefühl im wörtlichen Sinn. WissenschaftlerInnen sind noch damit beschäftigt, die ganze Tragweite dieser Darm-Hirn-Beziehung zu entschlüsseln, aber die bisherigen Ergebnisse sind spannend. In Mausstudien zeigt sich, dass Veränderungen der Darmbakterien das Verhalten beeinflussen können. Mäuse, denen bestimmte Mikroben fehlen, sind ängstlicher oder weniger kontaktfreudig. In manchen Experimenten führte die Übertragung von Darmbakterien einer ängstlichen Maus auf eine ruhige dazu, dass die ruhige Maus ängstlicher wurde. Nur aufgrund des Mikrobioms. Das ist mehr als nur merkwürdig. Es ist fast schon eine biologische Pointe. Menschen sind natürlich komplexer als Mäuse und meistens etwas weniger behaart, aber ähnliche Muster zeichnen sich auch beim Menschen ab. Forschende finden Zusammenhänge zwischen der Zusammensetzung des Mikrobioms und dem Risiko für Depressionen, Angststörungen und sogar Autismus-Spektrumstörungen. Noch ist niemand so weit zu sagen, dass ein Löffel Sauerkraut Traurigkeit heilt, aber es eröffnet faszinierende Möglichkeiten. Ernährung, Probiotika oder andere darmgerichtete Therapien als Ergänzung zur Unterstützung der psychischen Gesundheit.
Die Darm-Hirn-Verbindung spielt auch beim Stress eine Rolle. Wenn du angespannt oder unter Druck bist, sendet dein Gehirn Signale an den Darm, Verdauung drosseln, Blutgefäße verengen, manchmal auch die Dinge dramatisch beschleunigen. Darum kann Stress den Magen verkrampfen oder dich im unpassendsten Moment zur Toilette schicken. Und darum kann chronischer Stress auf Dauer dein Verdauungssystem aus dem Gleichgewicht bringen. Das Gehirn kann den Darm stören und der Darm das Gehirn. Eine Art poetische gegenseitige Sabotage. Selbst Heißhunger könnte eine mikrobielle Komponente haben. Manche Studien deuten darauf hin, dass bestimmte Darmbakterien Hunger und Lebensmittelvorlieben beeinflussen können. Lust auf Zucker? Könnte sein, dass deine Mikroben um Nachtisch bitten, als würden sie von innen Lobbyarbeit betreiben mit chemischer Überzeugungsarbeit. Demokratie in ihrer weichsten Form. Wie unterstützt man diese zarte, wechselseitige Beziehung zwischen Bauch und Gehirn? Ein Wort: Balance. Eine ausgewogene, pflanzenbetonte Ernährung mit vielen Ballaststoffen und fermentierten Lebensmitteln, regelmäßige Bewegung, erholsamer Schlaf und Stressreduktion tun sowohl deinem Darm als auch deinem Geist gut. Und alles, was deiner psychischen Gesundheit hilft, hilft in der Regel auch deinem Darm und umgekehrt. Manche ForscherInnen sprechen inzwischen von Psychobiotika, also Probiotika, die gezielt Stimmung oder geistige Klarheit beeinflussen könnten. Die Wissenschaft ist vorsichtig und noch am Anfang. Aber man stellt sich eine Zukunft vor, in der sorgfältig ausgewählte Bakterienstämme depressive Symptome mildern oder Angst abfedern können, zusätzlich zu anderen Therapien. All das zeichnet das Bild eines Körpers, der nicht aus losen Einzelteilen besteht, sondern aus einem verflochtenen Netz von Kommunikation und Kooperation. Dein Gehirn sitzt nicht einsam in deinem Schädel und kommandiert von oben herab, es hört zu, passt sich an und reagiert auf Signale von überall, inklusive der leisen Meldungen aus deinem Bauch und dem mikroskopischen Flüstern deiner Mikroben. Während du jetzt still im Bett liegst, findet in dir ein Orchester aus Aktivitäten statt. Botschaften laufen entlang des Vagusnervs, Botenstoffe schweben durch deinen Blutkreislauf, Mikroben verdauen, produzieren, signalisieren. Ein Gespräch, stumm, aber entscheidend. Du fühlst dich vielleicht ruhig, vielleicht sogar schläfrig, und wenn ja, ist es vielleicht dein Darm, der sagt: Gut gemacht, lass uns ausruhen. In deinem Körper gibt es eine unsichtbare Armee. Sie arbeitet leise, unermüdlich und ohne Dank zu verlangen. Keine Medaillen, keine Paraden, nur die lebenslange Mission, dich zu schützen. Das ist dein Immunsystem, deine persönliche mikroskopische Miliz. Es ist nicht einfach ein einzelnes Ding. Es ist ein riesiges Netzwerk aus Zellen, Organen und chemischen Signalen, das deinen Körper Tag und Nacht durchstreift, Eindringlinge abwehrt, aufräumt und gelegentlich, nur ganz gelegentlich, ein bisschen überreagiert. Vielleicht stellst du dir das Immunsystem als etwas vor, das nur dann an ist, wenn du krank bist, wenn du eine Erkältung bekommst, dir das Knie aufschürfst oder diesen mysteriösen 24-Stunden-Magen-Darm-Infekt nach fragwürdigen Resten aus dem Kühlschrank mitnimmst. Die Wahrheit ist, dein Immunsystem ist immer in Betrieb. Selbst jetzt, während du dich entspannst, werden winzige Gefechte ausgefochten. Kleine Scharmützel, bei denen abweichende Zellen entdeckt und ausgeschaltet werden, lange bevor sie Probleme machen. Und meistens merkst du gar nichts davon. Lernen wir ein paar der Truppen kennen. Zuerst die weißen Blutkörperchen, Leukozyten, sie sind die Frontverteidiger deines Immunsystems und es gibt viele verschiedene Typen mit jeweils eigenen Spezialaufgaben. Denk an sie wie an hochtrainierte Spezialagenten in einem Spionagefilm, nur mit mehr Phagozytose und weniger Sonnenbrillen. Eine der wichtigsten Gruppen sind die Makrophagen. Der Name bedeutet wörtlich große Fresser. Und genau das tun sie.
Makrophagen durchstreifen deinen Körper und verschlingen alles Verdächtige. Bakterien, Viren, tote Zellen, Zelltrümmer. Sie sind die Staubsauger deines Immunsystems. Aber sie sind nicht nur ordentlich. Wenn sie etwas Gefährliches finden, behalten sie das nicht für sich. Sie schlagen Alarm, indem sie Zytokine freisetzen, Signalmoleküle, die andere Immunzellen zum Einsatz rufen. Dann sind da die Neutrophilen. Das sind die Stoßtruppen deiner Immunarmee. Sie sind schnell, aggressiv und meist die ersten, die am Ort einer Infektion ankommen. Sie umschließen Eindringlinge, setzen Enzyme frei und opfern sich bei Bedarf sogar selbst. Ein einziger Tropfen Eiter besteht größtenteils aus toten Neutrophilen. Nicht glamourös, aber definitiv heldenhaft. Als nächstes kommen die Lymphozyten, die VIPs deines adaptiven Immunsystems. Es gibt zwei Haupttypen, B-Zellen und T-Zellen. B-Zellen sind für die Produktion von Antikörpern zuständig, Y-förmige Proteine, die an bestimmte Erreger binden und sie für die Zerstörung markieren. Sobald dein Körper einem Virus oder Bakterium begegnet ist, erinnern sich die B-Zellen daran. So funktioniert Immunität. Es ist, als würden sie ein Erinnerungsalbum über frühere Störenfriede anlegen und genau wissen, was zu tun ist, wenn sie wieder auftauchen. T-Zellen sind etwas direkter. Manche T-Zellen koordinieren die Immunantwort, wie Feldkommandanten. Andere, die zytotoxischen T-Zellen, greifen infizierte Zellen direkt an und zerstören sie. Das sind deine mikroskopischen Spezialeinheiten, schnell, präzise, beneidenswert konsequent. All diese Zellen bewegen sich durch ein System aus Gefäßen und Knoten, das man Lymphsystem nennt. Du kannst es dir als das private Autobahnnetz deines Immunsystems vorstellen. Die Lymphe, eine klare Flüssigkeit voller Immunzellen, fließt durch dieses System und transportiert Nachrichten und Material von einem Teil des Körpers zum anderen. Die Lymphknoten, diese kleinen bohnenförmigen Stationen, sind Orte, an denen Immunzellen sich sammeln, Informationen austauschen und Antworten planen. Wenn du während einer Erkältung geschwollene Lymphknoten hast, ist das dein Immunsystem, das dort ein temporäres Einsatzkommando eingerichtet hat. Und dann ist da noch die Milz. Sie ist nicht nur dazu da, in historischen Romanen poetisch zu wirken. Deine Milz filtert das Blut, entfernt alte oder beschädigte rote Blutkörperchen und spürt Krankheitserreger auf. Sie ist wie eine Sicherheitskontrolle für deinen Blutkreislauf, leise, effizient, fast immer unbemerkt. Das Immunsystem ist beeindruckend fein abgestimmt, aber nicht perfekt. Manchmal vergisst es sich. Allergien zum Beispiel sind Überreaktionen des Immunsystems auf harmlose Dinge wie Pollen, Erdnüsse oder Tierhaare. Es behandelt sie wie Bedrohungen und startet eine volle Abwehrreaktion mit Niesen, Schwellungen und im schlimmsten Fall gefährlichen Entzündungen, als würdest du eine freundliche Nachbarin für einen Einbrecher halten und aus Panik dein eigenes Fenster einwerfen. Dann gibt es Autoimmunerkrankungen, bei denen das Immunsystem versehentlich körpereigenes Gewebe angreift. Erkrankungen wie Lupus, Multiple Sklerose oder rheumatoide Arthritis entstehen, weil das Immunsystem Teile des eigenen Körpers als fremd markiert. Die Ursachen sind noch nicht vollständig verstanden, aber sie erinnern daran, dass selbst die ausgeklügelsten Systeme Fehler machen können. Hinzu kommt das evolutionäre Wettrüsten mit Krankheitserregern. Manche Erreger sind trickreich, verändern ihre Oberfläche und entgehen so der Erkennung. Andere verstecken sich in Zellen, bleiben lange stumm und werden erst später aktiv. Dein Immunsystem passt sich seit Jahrtausenden an, um Schritt zu halten. Eine der erstaunlichsten Eigenschaften deines Immunsystems ist sein Gedächtnis. Hat es einmal mit einem bestimmten Virus oder Bakterium aufgeräumt, erinnert es sich daran. Darum bekommen viele von uns Kinderkrankheiten wie Windpocken nur einmal. Dein Körper hebt sich sozusagen Notizen auf und ist bereit, beim nächsten Mal schneller und stärker zu reagieren. Impfungen nutzen genau dieses Gedächtnis.
Sie trainieren dein Immunsystem mit harmlosen oder abgeschwächten Bestandteilen eines Erregers, damit es weiß, was zu tun ist, wenn der echte auftaucht. Es ist, als würdest du deinem Körper Lernkarten für einen Überraschungstest geben, der vielleicht irgendwann kommt. Wie kannst du dein Immunsystem unterstützen? Es braucht nichts besonders Exotisches. Eine ausgewogene Ernährung mit ausreichend Vitaminen und Mineralstoffen, regelmäßige Bewegung, genügend Schlaf und gute Hygiene sind erstaunlich wirkungsvoll. Chronischer Stress hingegen kann die Immunfunktion schwächen. Langandauernd erhöhte Spiegel von Stresshormonen wie Cortisol dämpfen mit der Zeit Immunreaktionen und machen dich anfälliger für Infektionen. Dieser Moment der Ruhe, den du jetzt gerade hast, während du zuhörst und runterfährst, hilft deinem Immunsystem mehr, als du vielleicht denkst, denn auch guter Schlaf und Erholung stehen eng mit der Abwehrkraft in Verbindung. In großen Studien sehen Forschende, dass Menschen mit dauerhaft schlechtem Schlaf oder hohem Schlafschuld-Level häufiger an Infektionen erkranken oder wegen Infektionen im Krankenhaus landen. Spannend ist außerdem, wie eng dein Immunsystem mit deinem Darm verbunden ist. Wie wir vorhin schon gesehen haben, rund 70% der Immunzellen sitzen im darmassoziierten Lymphgewebe. Dein Mikrobiom hilft, das Immunsystem zu trainieren. Es lernt, was bekämpft werden muss und was in Ruhe gelassen werden kann. Deine nützlichen Bakterien verdauen also nicht nur dein Frühstück, sie sind auch die Lehrkräfte deiner Immunzellen. Während du heute Nacht schläfst, arbeitet dein Immunsystem weiter. Zellen patrouillieren durch deinen Blutkreislauf, scannen nach Auffälligkeiten, räumen die Hinterlassenschaften des Tages auf. Kleine Kämpfe werden gewonnen, Eindringlinge zurückgedrängt, dein inneres Gleichgewicht bewahrt. Und wenn du dich morgens besonders stark fühlst, könnte es daran liegen, dass du es auf zellulärer Ebene tatsächlich bist. In fast jeder deiner Zellen gibt es eine kleine, bohnenförmige Struktur, die leise dein ganzes Leben antreibt. Kein Glamour, keine Show, kein Fanclub. Und doch würdest du ohne sie nur ein paar Sekunden überleben. Das sind deine Mitochondrien, mikroskopische Kraftwerke, uralte Zeitreisende und vielleicht die unterschätztesten Mitglieder deiner inneren Welt. Mitochondrien werden die Kraftwerke der Zelle genannt, und das zu Recht. Ihre Aufgabe ist es, die Energie aus deiner Nahrung, vor allem aus Glucose und Fettsäuren, in nutzbare Energie umzuwandeln. Diese Energie liegt in Form von ATP vor, Adenosintriphosphat. Jeder Herzschlag, jeder Atemzug, jedes Blinzeln wird mit ATP angetrieben. Und deine Mitochondrien stellen fast alles davon her. Um dir eine Vorstellung zu geben, dein Körper produziert und verbraucht jeden Tag ungefähr dein eigenes Körpergewicht an ATP. Wenn du 70 Kilo wiegst, sind das etwa 70 Kilo Energieträger pro Tag, nur um die Lichter anzulassen. Der Prozess läuft hocheffizient und ununterbrochen ab, tief in deinen Mitochondrien, ohne dass du bewusst etwas tun musst. Und jetzt wird es besonders spannend, Mitochondrien waren nicht immer Teil von uns. Vor sehr, sehr langer Zeit, vor Milliarden von Jahren, waren sie freilebende Bakterien. Dann wurde eines Tages ein größeres Urwesen, eine Zelle, so ein Bakterium, einverleiben. Doch statt es zu verdauen, gingen die beiden eine Partnerschaft ein. Die große Zelle bot Schutz und Nahrung, das kleinere Bakterium lieferte Energie. Es war die mikrobielle WG, die tatsächlich funktioniert hat. Dieser Moment war einer der wichtigsten der gesamten Evolutionsgeschichte. Aus dieser uralten Kooperation entstanden komplexe Zellen, eukaryotische Zellen, die die Grundlage für Pflanzen, Tiere und eben dich bilden. Ohne Mitochondrien gäbe es komplexes, vielzelliges Leben in der Form, wie wir es kennen, nicht. Mitochondrien haben ihre Herkunft nie ganz vergessen. Sie besitzen bis heute eine eigene DNA, kleiner als die in deinem Zellkern, aber eigenständig. Und ein faszinierendes Detail: Du erbst deine Mitochondrien-DNA fast ausschließlich von deiner Mutter.
Das bedeutet, die mtDNA in dir ist eine direkte Verbindung zu deinen mütterlichen VorfahrInnen, ein winziger Funken, der über unzählige Generationen weitergegeben wurde. Jede Zelle deines Körpers enthält je nach Energiebedarf zwischen einigen hundert und mehreren tausend Mitochondrien. Muskelzellen zum Beispiel haben sehr viele, weil sie ständig Energie brauchen, um sich zusammenzuziehen. Auch deine Nervenzellen im Gehirn sind voll davon. Dein Gehirn verbraucht etwa 20% der Gesamtenergie deines Körpers, obwohl es nur rund 2% deines Gewichts ausmacht. Denken ist anstrengend, energetisch gesehen. Wie machen Mitochondrien aus Nahrung Energie? Der Prozess heißt Zellatmung, vereinfacht gesagt. Mitochondrien nehmen Sauerstoff und Nährstoffe auf und produzieren ATP, Wasser und Kohlendioxid fallen als Abfallprodukte an. Das Ganze läuft in mehreren Etappen ab: Glykolyse, Zitratzyklus und Atmungskette. Namen, die vielleicht Erinnerungen an den Biounterricht wecken, irgendwo zwischen Ehrfurcht und leichtem Schultrauma. Wenn du kein Fan von Biochemie bist, genügt dieses Bild: Deine Mitochondrien sind winzige, hocheffiziente Fabriken. Sie nehmen Rohmaterialien auf, schicken sie über molekulare Förderbänder und liefern am Ende kleine Energiepakete, die dein Körper direkt nutzen kann. Still, ununterbrochen, erstaunlich präzise. Mitochondrien tun aber mehr als nur Energie liefern. Sie spielen auch eine zentrale Rolle im programmierten Zelltod, der Apoptose. Wenn eine Zelle schwer beschädigt ist oder nicht mehr gebraucht wird, können Mitochondrien die Selbstzerstörung einleiten. Das klingt dramatisch, ist aber überlebenswichtig. Es verhindert, dass zu stark geschädigte Zellen entarten oder sich unkontrolliert vermehren. Man könnte sagen, Mitochondrien leiten ein kompromissloses Qualitätsmanagement. Wie alles im Leben nutzen sich auch Mitochondrien ab. Mit der Zeit, unter Einfluss von Stress, Umweltgiften oder einfach normalem Verschleiß, können sie weniger effizient werden. Viele Forschende gehen davon aus, dass dieser schrittweise Funktionsverlust zu den Ursachen des Alterns und altersbezogener Erkrankungen beiträgt. Wenn die Zellen nicht mehr genug Energie produzieren, wird vieles langsamer: Muskelkraft, Regeneration, auch geistige Leistung. Die gute Nachricht: Du kannst deine Mitochondrien unterstützen. Regelmäßige Bewegung, vor allem Ausdauertraining und Intervalltraining, kann die Anzahl und Leistungsfähigkeit deiner Mitochondrien erhöhen. Schlaf gibt den Zellen Zeit zur Reparatur. Eine Ernährung mit vielen bunten, antioxidantienreichen Lebensmitteln wie Obst, Gemüse, Nüssen und Samen hilft, Schäden durch freie Radikale zu begrenzen. Selbst moderates Intervallfasten kann Prozesse anstoßen, bei denen neue Mitochondrien gebildet werden. Es ist, als würden die Zellen sagen: Hier ist viel zu tun, wir brauchen Verstärkung. Inzwischen beobachten Forschende sogar Hochbetagte, die ihre Mitochondrien überraschend jung halten, wie eine 92-jährige Sprinterin, deren Muskel- und Mitochondrienfunktion in Studien nahezu dem Niveau einer jungen Erwachsenen gleicht. Ihr Geheimnis ist kein Wundermittel, sondern jahrzehntelange, regelmäßige Bewegung, ein leises, aber kraftvolles Argument dafür, dass deine Mitochondrien Bewegung lieben, egal wie alt du bist. Nächste Station in deinem inneren Universum: die Zelle selbst. Stell dir deinen Körper als weiten Ozean vor. Zoom nicht zu Fischen oder Korallen, sondern hinunter zu den kleinsten Strömungen, zu winzigen Wellen, zu unsichtbaren Wirbeln. Dort leben deine Zellen, eingebettet in Zytoplasma, schwimmend und doch zielgerichtet. Du bestehst aus etwa 30 bis 40 Billionen dieser winzigen Einheiten. Jede Zelle eine kleine Welt mit eigener Struktur, eigenen Aufgaben, eigenem Charakter. Schrumpfen wir gedanklich auf Zellgröße, sehen wir keine formlosen Blobs, sondern eine organisierte, wimmelnde Landschaft, eine Mischung aus Fabrik, Stadt und Raumschiff. Jede Zelle hat verschiedene Abteilungen, unterschiedliche Mitarbeitende und eine klar definierte Mission. Außen liegt die Zellmembran, eine flexible Hülle, die ständig in Bewegung ist. Sie ist der Sicherheitsdienst auf einer exklusiven Veranstaltung.
Nur bestimmte Moleküle dürfen hinein oder hinaus und alle müssen sich ausweisen. Diese Barriere hält das innere Milieu stabil. Homöostase, das schöne Wort für Gleichgewicht. Im Inneren liegt das Zytoplasma, ein gelartiges Medium, in dem die Organellen schweben, die winzigen Organe der Zelle, jedes mit eigener Spezialaufgabe. In der Mitte der Zellkern, das Kommandozentrum, umgeben von einer doppelten Membran, liegt hier deine DNA, dein genetischer Bauplan. Mehr als 3 Milliarden Buchstaben Code sind in jeder Zelle untergebracht, in Chromosomen organisiert, in Chromatin verpackt. Der Zellkern speichert nicht nur Information, er verschickt auch Anweisungen. Durch Transkription entstehen RNA-Botschaften, die wie kleine Kuriere Anordnungen an die übrigen Teile der Zelle tragen. Außerhalb des Kerns liegt das endoplasmatische Retikulum, das ER. Es gibt ein raues und ein glattes ER. Das raue ER ist mit Ribosomen besetzt, winzigen Fabriken, die Proteine bauen, indem sie Aminosäuren zu Ketten zusammensetzen. Das glatte ER stellt Lipide her, hilft beim Aufbau von Membranen und bei der Entgiftung bestimmter Substanzen. Dann der Golgi-Apparat, der ein bisschen klingt wie ein Pastargericht, aber eher die Poststelle der Zelle ist. Hier werden Proteine und Lipide sortiert, modifiziert, verpackt und in Vesikel, kleine Bläschen, verpackt. Diese werden dann an ihren Bestimmungsort geschickt, innerhalb oder außerhalb der Zelle. Die Mitochondrien hast du schon kennengelernt. Sie liefern Energie. Je nach Zelltyp gibt es davon wenige hundert oder viele tausend. Lysosomen sind die Aufräumtruppe. Neutralisieren bestimmte giftige Stoffe wie Wasserstoffperoxid stille Chemiker, die gefährliche Reaktionen im Zaum halten. All das wird vom Zytoskelett gestützt, einem Netzwerk aus Proteinfasern, das der Zelle Form gibt, Bewegung ermöglicht und beim Teilen hilft. Es ist dynamisch, wird ständig umgebaut wie ein Gerüst in einer Stadt, die nie mit Renovieren aufhört. Manche Zellen besitzen Flimmerhärchen oder Flagellen, winzige bewegliche Fortsätze. In deinen Atemwegen helfen Flimmerhärchen dabei, Staub und Mikroben abzutransportieren. Zellen kommunizieren ständig miteinander. Sie senden und empfangen chemische Signale, koordinieren ihr Verhalten, treffen Entscheidungen und reagieren auf Reize von außen. Diese Kommunikation ist entscheidend für Immunreaktionen, Gehirnaktivität und Wundheilung, ein ununterbrochener Gruppenchat auf molekularer Ebene. Jede Zelle durchläuft einen Lebenszyklus. Sie wächst, erfüllt ihre Funktionen und teilt sich irgendwann, um neue Zellen zu bilden. Die Mitose, die Zellteilung, ist ein Meisterwerk an Präzision. Die DNA wird kopiert, die Inhalte aufgeteilt, 2 neue Zellen entstehen. Dein Körper führt diese Teilung gerade jetzt millionenfach pro Sekunde durch. Neue Haut, neues Blut, neue Darmschleimhaut. Nicht alle Zellen leben lange. Manche werden nach wenigen Tagen ersetzt, andere, wie viele Neuronen im Gehirn, können Jahrzehnte überdauern. Einige Zellen verabschieden sich durch Apoptose, einen programmierten Tod, der das Gewebe gesund hält. Es ist nicht morbid, es ist Instandhaltung. Während du ruhig daliegst, werden Proteine gebaut, Nährstoffe verteilt, Signale gesendet, Zellen geteilt, recycelt ersetzt. Dein Körper ist kein statischer Block, sondern eine Symphonie mikroskopischer Welten, die zusammenarbeiten. Wenn du genau hinhören könntest, jenseits deines Atems und der Geräusche der Umgebung, würdest du vielleicht etwas noch Leiseres hören, das zarte Knistern elektrischer Aktivität in deinem Gehirn. Winzige Signale, die von Zelle zu Zelle springen und deine Gedanken, Erinnerungen, Gefühle und Träume tragen. Das ist die Symphonie deines Nervensystems und sie spielt immer. Dein Gehirn zusammen mit dem Rückenmark und einem dichten Netz von Nerven bildet das Nervensystem, Steuerzentrale, Kommunikationsnetz und Informationsautobahn in einem. Jedes Mal, wenn du einen Muskel bewegst, einen Geruch wahrnimmst,
dich an etwas erinnerst oder entscheidest, ob du gerade Lust auf Schokolade hast, arbeitet dein Nervensystem. Im Zentrum stehen die Neuronen, Nervenzellen, die elektrische Signale erzeugen und weiterleiten können. Rund 86 Milliarden davon gibt es in deinem Gehirn, jede mit Tausenden von Verbindungen. Die Anzahl möglicher Verschaltungen übersteigt die Anzahl der Sterne in der Milchstraße. Ein Neuron hat einen Zellkörper mit Zellkern, verzweigte Dendriten, die Signale empfangen, und ein langes Axon, das Signale weiterleitet. Am Ende des Axons verzweigt es sich in Synapsen, die den Kontakt zur nächsten Zelle bilden. Wie wandern Signale? Als Mischung aus Elektrizität und Chemie. Sobald ein Neuron genügend Reize erhält, feuert es ein Aktionspotenzial, einen kurzen elektrischen Impuls, der das Axon entlangläuft. An dessen Ende werden Neurotransmitter ausgeschüttet, die den Spalt zur nächsten Zelle überbrücken und dort an Rezeptoren binden. Unterschiedliche Neurotransmitter tun unterschiedliche Dinge. Dopamin hängt mit Motivation und Belohnung zusammen, Serotonin reguliert Stimmung und Schlaf. Acetylcholin ist wichtig für Gedächtnis und Bewegung. GABA beruhigt das System, dämpft übermäßige Aktivität und fördert Entspannung. Anpassungsfähigkeit nennen wir Neuroplastizität. Sie bedeutet, du bist kein fertiges Produkt, sondern ein ständig lernendes Netzwerk. Erinnerungen werden nicht an einem Ort wie Bücher in einem Regal gespeichert. Sie liegen in Mustern von Verbindungen und Aktivität. Wenn du dich erinnerst, an dein erstes Fahrrad, einen vertrauten Geruch, ein geliebtes Gesicht, reaktiviert dein Gehirn ähnliche Muster wie beim ursprünglichen Erlebnis. Manche Muster werden durch Wiederholung gestärkt, andere verblassen mit der Zeit. Das Nervensystem steuert auch deine Sinne. Spezielle Nervenzellen nehmen Berührung, Geschmack, Geruch, Licht und Schall wahr und leiten diese Information ans Gehirn weiter, das sie interpretiert, meist in Millisekunden. Ein Teil deines Nervensystems kümmert sich um das, worüber du gar nicht nachdenken musst, das vegetative Nervensystem. Es hat zwei Hauptzweige, den Sympathikus, dein Kampf- oder Fluchtmodus, und den Parasympathikus, wrämst wieder, fördert Verdauung, Entspannung, Schlaf. Im Moment, während du zuhörst und ruhiger wirst, ist wahrscheinlich dein Parasympathikus aktiv. Kurioserweise fühlt dein Gehirn selbst keinen Schmerz. Es interpretiert Schmerzsignale aus dem Körper, hat aber keine eigenen Schmerzrezeptoren. Deshalb können bestimmte Hirnoperationen im Wachzustand durchgeführt werden. Die ChirurgInnen beobachten dabei direkt, was passiert, wenn sie bestimmte Bereiche reizen. Dein Gehirn läuft mit etwa 20 Watt, weniger als eine kleine Glühbirne. All deine Gedanken, Gefühle, Entscheidungen und Träume werden von einem winzigen Strom angetrieben, der so schwach ist, dass er kaum ein Leselicht versorgen könnte. So komplex das Nervensystem ist, so verletzlich ist es auch. Traumata, Krankheiten, chemische Ungleichgewichte können seine Funktion stören. Epilepsie, Multiple Sklerose, Parkinson, Alzheimer, all das sind Erkrankungen, bei denen Nervenzellen oder ihre Verbindungen betroffen sind. Auch psychische Erkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen haben biologische Wurzeln im Gehirn und seinen Botenstoffen. Trotzdem ist das Nervensystem erstaunlich widerstandsfähig. Es lernt, es kompensiert. Es reorganisiert sich oft ein Leben lang. Während du jetzt mehr und mehr zur Ruhe kommst, sind deine Neuronen weiterhin aktiv. Sie verarbeiten das, was du gehört hast, entspannen deine Muskeln, beginnen vielleicht schon, in die Muster der Träume überzugehen. Kleine elektrische Funken flackern in rhythmischen Wellen. Dein Atem verlangsamt sich. Das große Netzwerk in deinem Kopf dimmt das Licht. Nicht ganz aus, nur in den Nachtmodus. Deine Haut ist der stille Wächter deines Körpers. Sie macht kein großes Aufhebens darum, aber sie ist immer da, schützend, wahrnehmend, regulierend.
Sie ist dein größtes Organ, würde ausgebreitet etwa 2 Quadratmeter bedecken und wiegt mehrere Kilo. Sie ist Rüstung und Antenne zugleich. Sie hält die Außenwelt auf höfliche Distanz und lässt gerade genug herein, damit du verbunden bleibst. Deine Haut besteht aus 3 Hauptschichten: Epidermis, Dermis und Hypodermis. Die Epidermis ist die oberste Schicht, die du sehen und berühren kannst. Sie ist nur so dick wie ein Blatt Papier, aber erstaunlich robust. Die Zellen, Keratinozyten, produzieren Keratin, ein hartes Protein. Sie werden in den unteren Schichten geboren, wandern nach oben, sterben langsam ab und verhornen. An der Oberfläche sind sie wie flache tote Plättchen, eine natürliche Rüstung. Etwa alle 4 Wochen bekommst du eine komplett neue Epidermis. Dein Körper stößt jede Minute Zehntausende Hautzellen ab. Während du diese Worte hörst, verlierst du Hunderttausende winzige Spuren von dir selbst. Nicht ekelig, eher eine stille, staubige Art von Wiedergeburt. Darunter liegt die Dermis, die mittlere Schicht. Hier passiert viel: Blutgefäße, Nervenenden, Schweißdrüsen, Talgdrüsen, Haarfollikel. Die Dermis ist der Maschinenraum deiner Haut. Sie lässt dich Berührung, Temperatur und Schmerz fühlen, reguliert durch Schweiß die Temperatur und hält durch Talg die Oberfläche geschmeidig. Die Nervenenden sind hochspezialisiert. Manche reagieren auf Druck, andere auf Vibration, wieder andere auf Temperatur oder Verletzung. Sie übersetzen die Außenwelt in elektrische Signale, ein unmittelbares körperliches Wissen, das keine Kamera und kein Mikrofon ersetzen kann. Noch tiefer liegt die Hypodermis, eine Schicht aus Fett und Bindegewebe. Sie polstert, isoliert, dämpft Stöße, sie hilft, deine Körpertemperatur zu regulieren und speichert Energie. Auf deiner Haut lebt ein eigenes Ökosystem, das Hautmikrobiom. Milliarden von Bakterien, Pilzen und Viren besiedeln dich von außen. Die meisten sind harmlos, viele hilfreich. Sie bilden eine lebende Barriere, schützen vor schädlichen Keimen und trainieren dein Immunsystem. Unterschiedliche Regionen deiner Haut beherbergen unterschiedliche Gemeinschaften. Die Haut hinter deinem Ohr hat andere Mitbewohner als dein Ellenbogen, deine Achsel oder deine Kopfhaut. Wenn du dich schneidest, reagiert deine Haut sofort. Blutplättchen bilden ein Gerinnsel, um die Wunde zu schließen. Zellen geben Signale ab, die Immunzellen anlocken. Später werden neue Hautzellen gebildet, um das beschädigte Gewebe zu ersetzen. Kein Zauber, nur Biologie, aber es fühlt sich magisch an, wenn man bedenkt, dass das alles automatisch passiert. Deine Haut reguliert auch deine Temperatur. Wenn dir heiß ist, schwitzt du, der Schweiß verdunstet und kühlt. Gleichzeitig erweitern sich Blutgefäße in der Dermis, um Wärme abzugeben. Wenn dir kalt ist, ziehen sie sich zusammen, um Wärme zu speichern. Die kleinen Muskeln an den Haarwurzeln ziehen sich zusammen, Gänsehaut. Bei unseren behaarten Vorfahren sollte das Fell aufplustern und isolieren. Bei uns ist es eher nostalgische Deko eines uralten Reflexes. Sonnenlicht trifft deine Haut und löst chemische Reaktionen aus, die deinem Körper helfen, Vitamin D zu bilden, wichtig für Knochen, Immunsystem und mehr. Zu viel Sonne jedoch kann DNA in Hautzellen schädigen und das Risiko für Hautkrebs erhöhen. Sonnenschutz ist also keine Eitelkeit, sondern eine Kooperation mit dem, was deine Haut ohnehin versucht, dich zu schützen. Deine Haut zeigt auch Spuren deines Lebens. Narben, Sommersprossen, Falten, Dehnungsstreifen, Kapitel einer gelebten Geschichte. Manche stammen von Stürzen in der Kindheit, andere von Sonnentagen, Wachstumsschüben oder Krankheit und Heilung. Deine Haut erinnert sich nicht als bewusste Erinnerung, sondern als sichtbare Chronik. Berührung schließlich ist eine deiner ursprünglichsten Sprachen. Eine Hand auf der Schulter, eine Umarmung, ein leichtes Streicheln. All das sind Nachrichten, die Haut und Nerven binnen Millisekunden verstehen.
Berührung kann Stress senken, Blutdruck reduzieren, das Immunsystem stärken. Es ist eine Form von Kommunikation, die älter ist als Worte. Während du tiefer in die Ruhe sinkst, macht deine Haut genau das, wofür sie geschaffen wurde. Sie hält dich zusammen, hält die Welt in angemessenem Abstand und lässt dennoch Zuwendung, Wärme und weichen Stoff auf deiner Oberfläche ankommen. In deinem Körper spielt außerdem ein stilles Orchester aus Hormonen. Keine Geigen, keine Flöten, nur winzige Botenstoffe, die deinen Organen sagen, wann sie aktiv werden sollen, deinen Geweben, wann sie wachsen sollen und deiner Stimmung, ob sie sich hebt oder senkt. Hormone gehören zu deinem endokrinen System, dem inneren Nachrichtendienst deines Körpers. Im Gegensatz zum schnellen Nervensystem arbeiten Hormone langsam und nachhaltig. Sie werden von Drüsen ausgeschüttet, in den Blutkreislauf abgegeben und reisen dann durch den Körper, bis sie an Zellen mit passenden Rezeptoren andocken. Ganz oben sitzt der Hypothalamus, tief im Gehirn, die Schaltzentrale. Er überwacht Dinge wie Temperatur, Hunger, Durst, Tagesrhythmus. Er arbeitet eng mit der Hypophyse zusammen, der Meisterdrüse. Die Hypophyse steuert andere Drüsen, Schilddrüse, Nebennieren, Keimdrüsen und sagt ihnen, wann sie ihre Hormone freisetzen sollen. Die Schilddrüse in deinem Hals produziert Hormone, die deinen Stoffwechsel regulieren, also wie schnell oder langsam dein Körper Energie verbraucht. Ist sie überaktiv, kann sich alles überschleunigt anfühlen, ist sie zu träge, wirst du müde, frierst leicht, fühlst dich verlangsamt. Die Nebennieren sitzen wie kleine Kappen auf deinen Nieren. Sie produzieren unter anderem Adrenalin und Cortisol. Adrenalin macht dich bereit, wenn Gefahr droht, Herzschlag schneller, Sinne geschärft, Muskeln auf Alarm. Cortisol hat viele Aufgaben, es beeinflusst Blutzucker, Stoffwechsel und Entzündungen. Kurzfristig ist es hilfreich, langfristig zu viel Cortisol jedoch belastend. Es kann Schlaf stören, das Immunsystem schwächen, dich erschöpfen. Melatonin wird von der Zirbeldrüse gebildet, wenn es dunkel wird. Es hilft, deinen Schlaf-Wach-Rhythmus zu steuern. Wenn abends weniger blaues Licht in deine Augen fällt, steigt dein Melatoninspiegel, ein inneres Dimmen, das deinem Körper signalisiert, es ist Zeit, langsamer zu werden. Die Bauchspeicheldrüse produziert Insulin. Insulin hilft, Glucose, Zucker, aus dem Blut in die Zellen zu bringen, wo sie als Energie genutzt wird. Wenn dieses System nicht richtig funktioniert, kann es zu Diabetes führen, einer chronischen Störung der Blutzuckerregulation. Auch die Geschlechtshormone, Östrogene, Progesteron, Testosteron spielen weit über Fortpflanzung hinaus eine Rolle. Sie beeinflussen Knochen, Muskeln, Gehirnchemie, Fettverteilung, Stimmung. Alle Menschen tragen alle diese Hormone in sich, nur in unterschiedlichen Konzentrationen und Rhythmen. Oxytocin, oft Kuschel- oder Bindungshormon genannt, wird bei Nähe, beim Stillen, bei Umarmungen, beim liebevollen Blickkontakt ausgeschüttet. Es stärkt Vertrauen und soziale Bindung, fördert Empathie und Geborgenheit. Es steigt nicht nur bei romantischer Liebe, sondern auch beim Streicheln eines Haustieres oder einem tröstenden Gespräch. Hormone sind hochpräzise. Schon winzige Mengen können große Wirkungen entfalten. Ihr Feintuning ist empfindlich für Schlaf, Stress, Bewegung, Ernährung, Alter. Ein paar schlechte Nächte können Cortisol aus dem Takt bringen. Eine konstant ungesunde Ernährung kann Insulinresistenz fördern. Umgekehrt kann ein stabiler Lebensstil die Hormone harmonisieren. Dein endokrines System redet leise, aber ständig. Es sagt dir, wann du Hunger bekommst, wann du satt bist, wann du müde wirst, wann du Energie hast, wann du dich verbunden oder gereizt fühlst. Jetzt, in diesem Moment der Ruhe, arbeitet es weiter. Dein Melatonin steigt, Cortisol sinkt, vielleicht schwingt Oxytocin leicht mit, durch das Gefühl, sicher zu sein, gehört zu werden, in Ruhe zu sein.
Dein inneres Orchester spielt eine sanfte Abendmelodie. In dir fließt ein Fluss des Lebens, dein Blut. Es transportiert Sauerstoff zum Gehirn, Nährstoffe zu den Zellen, holt Abfallstoffe ab, bekämpft Infektionen, reguliert Temperatur. Es ist Lieferservice, Sicherheitsdienst und Heizsystem zugleich. Ein erwachsener Mensch hat etwa 5 bis 6 Liter Blut. Es besteht aus Plasma, roten und weißen Blutkörperchen und Blutplättchen. Wäre dein gesamtes Gefäßsystem ausgestreckt, würde es Zehntausende Kilometer umfassen, mehr als zweimal um die Erde. Das Plasma ist der flüssige Anteil, größtenteils Wasser. Darin schwimmen Proteine, Hormone, Nährstoffe, Elektrolyte, Abbauprodukte. Es ist der Fluss, auf dem alles andere transportiert wird. Rote Blutkörperchen, Erythrozyten, tragen Sauerstoff. Ihre scheibenartige Form ohne Zellkern eignet sich perfekt, um sich durch enge Kapillaren zu zwängen. Das Hämoglobin in ihnen bindet Sauerstoff in der Lunge und gibt ihn in den Geweben wieder ab. Weiße Blutkörperchen, Leukozyten, sind die Immunzellen im Blut. Plättchen, Thrombozyten helfen bei der Blutgerinnung, wenn du dich verletzt. Dein Herz ist die Pumpe. Es schlägt über 100.000 Mal am Tag, treibt das Blut in einem Doppelkreislauf an. Vom Herz zur Lunge, zurück, dann in den Körper und wieder zurück. Es passt sich in Echtzeit an, schneller bei Anstrengung, langsamer im Schlaf. Blut hilft auch, deine Temperatur zu regulieren, Hormone zu verteilen, den pH-Wert im engen Rahmen zu halten. Selbst dein Bluttyp AB/AB0, Rhesus positiv oder negativ, ist Teil deiner inneren Identität, unverändert von der Geburt bis zum Lebensende. Während du ruhig liegst, fließt dieser Fluss leise weiter. Dein Herz schlägt etwas langsamer, die Blutgefäße im Verdauungstrakt oder in der Haut öffnen oder schließen sich, je nachdem, wo gerade mehr gebraucht wird. In fast jeder Zelle, im Zellkern, liegt etwas, das all diese Strukturen und Abläufe überhaupt erst ermöglicht: deine DNA, Desoxyribonukleinsäure, dein genetischer Code, eine Art Gebrauchsanweisung für deinen Körper, geschrieben mit nur 4 Buchstaben A, T, G, C. Diese Basen Adenin, Thymin, Guanin, Cytosin sind in langen Sequenzen angeordnet. Mehr als 3 Milliarden Basenpaare bilden dein Genom. Deine DNA ist zu Chromosomen aufgewickelt, 46 Stück davon in jeder Körperzelle. 23 kommen von deiner Mutter, 23 von deinem Vater. In diesen Chromosomen liegen Gene, Abschnitte mit Bauanleitungen für Proteine. Proteine wiederum sind Bausteine, Werkzeuge, Signale. Sie bilden Muskeln, Haut, Enzyme, Hormone, Transporter, Rezeptoren. Du hast etwa 20.000 Gene, aber sie sind nicht alle gleichzeitig aktiv. Je nach Zelltyp und Situation werden manche Gene angeschaltet und andere abgeschaltet. So wird aus derselben DNA in einer Leberzelle etwas anderes als in einer Nervenzelle. Über den Genen liegt eine weitere Ebene, Epigenetik, chemische Markierungen an DNA oder an den Proteinen, um die sie gewickelt ist, steuern, wie aktiv ein Gen gelesen wird. Sie verändern nicht die Buchstabenfolge selbst, aber wie laut oder leise einzelne Kapitel vorgelesen werden. Diese Markierungen sind beeinflussbar durch Ernährung, Stress, Schlaf, Giftstoffe, sogar soziale Erfahrungen. In manchen Fällen können epigenetische Muster an die nächste Generation weitergegeben werden. Dein Leben reagiert also nicht nur auf deine Gene, es schreibt zurück. Mutationen, Veränderungen in der DNA-Sequenz können spontan auftreten oder durch Umweltfaktoren ausgelöst werden. Viele sind harmlos, einige nützlich, manche problematisch. Deine Zellen besitzen Reparatursysteme, um Fehler zu erkennen und zu korrigieren. Die Entschlüsselung des menschlichen Genoms hat Medizin und Biologie revolutioniert. Wir können genetische Risiken erkennen, Therapien anpassen, Abstammungen verfolgen. Gleichzeitig ist vieles noch unerforscht. Lange DNA-Abschnitte, die man früher als jung bezeichnet hat, stellen sich zunehmend als regulatorisch wichtig heraus.
Deine DNA ist kein Urteil, sie ist ein Möglichkeitsraum, sie legt Rahmenbedingungen fest, aber innerhalb dieses Rahmens ist viel Bewegung. Umwelt, Erfahrungen, Zufall, all das formt dich mit. Jetzt, während du ruhst, lesen deine Zellen deine DNA, schreiben RNA, bauen Proteine, reparieren Schäden, teilen sich, wenn nötig. Die Anweisungen werden seit Milliarden von Jahren weitergegeben, immer wieder kopiert, angepasst, weitergereicht. Du bist ein lebendes Manuskript, immer weitergeschrieben, nie ganz fertig. Und so kommen wir ans Ende unserer Reise durch die winzigen Welten in dir, von den wimmelnden Metropolen deines Mikrobioms über die eleganten Kraftwerke deiner Mitochondrien bis hin zum komplexen Code deiner DNA. Dein Körper ist ein eigenes Universum. Lebendig, intelligent im biologischen Sinn und still überwältigend. Jeder Herzschlag, jeder Atemzug, jeder Gedanke wird von unsichtbaren Zellen, Signalen und Systemen getragen, die miteinander sprechen, sich gegenseitig unterstützen, sich regulieren. Und das Erstaunlichste, du musst nichts davon bewusst steuern. Dein Körper weiß es. Er hört zu, lernt, repariert, träumt, während du tiefer in den Schlaf sinkst, laufen unzählige Geschichten in dir weiter. Ein Blutfluss, der Leben bringt. Hormone, die leise Anweisungen flüstern. Neuronen, die Erinnerungen und Hoffnungen tragen. Mikroben, die deine Verdauung und Stimmung mitgestalten. Mitochondrien, die Energie liefern, damit all das überhaupt stattfinden kann. Wenn du noch wach bist, war diese Folge vielleicht ein bisschen zu interessant, aber auf die beste Weise. Und wenn du schon eingeschlafen bist, dann hat sie genau getan, was sie sollte. Bevor du gehst oder wegdöst, wenn du magst, kannst du ein Like dalassen und abonnieren. Es hilft, dass noch mehr müde Seelen ihren Weg hierher finden. Und wenn du noch zuhörst, erzähl mir, von wo du gerade zuhörst und wie spät es bei dir ist. Kommst du nach einem langen Tag zur Ruhe oder startest du einen sanften Morgen mit einem Moment der Stille? Wo auch immer du bist, zu welcher Uhrzeit auch immer du diese Worte hörst, danke, dass du mich auf diese leise Reise in deine inneren Welten mitgenommen hast. Schlaf gut, ruh tief und lass deine winzigen Universen in dir ganz in Frieden weiterarbeiten. Und weil wir heute im Jahr 2026 darüber sprechen, noch ein paar sanfte, aktuelle Fußnoten aus der Forschung, nicht als To-Do-Liste, sondern als leise Bestätigung dafür, wie klug dein Körper seine Zusammenarbeit mit all diesen mikroskopischen Welten organisiert. In den letzten Jahren haben immer mehr Studien gezeigt, wie stark Darm und Psyche miteinander verwoben sind. Menschen mit Depressionen und Angststörungen haben oft ein weniger vielfältiges Mikrobiom und mehr entzündungsfördernde Bakterien. In klinischen Studien konnten bestimmte Probiotika, einzelne Stämme von Bifidobacterium oder Lactobacillus, depressive Symptome messbar lindern, wenn sie zusätzlich zu einer regulären Behandlung eingenommen wurden. Kein Ersatz für Therapie, aber ein leiser Verstärker aus dem Bauch heraus. ForscherInnen testen sogar fäkale Mikrobiota-Transplantationen bei schweren Depressionen, also die Übertragung einer gesunden Darmflora von einem Menschen auf einen anderen. Die ersten kleinen Studien und Protokolle laufen, vorsichtig, streng überwacht, aber mit der Hoffnung, dass eines Tages ein Reset des Mikrobioms helfen könnte, wo andere Wege ausgeschöpft sind. Auch die Darm-Hirn-Achse wurde in den letzten Jahren noch genauer vermessen. Studien mit modernsten Methoden zeigen, wie die Signale über den Vagusnerv nicht nur Stimmung und Stressreaktion, sondern auch komplexe Funktionen wie Lernen, Gedächtnis und Motivation mitsteuern. In klinischen Studien zur Vagusnervstimulation, also einer sanften elektrischen Reizung des Nervs, sehen forschende Hinweise darauf, dass sich dabei nicht nur die Aktivität im Gehirn verändert, sondern auch die Zusammensetzung des Mikrobioms. Ein bidirektionaler Tanz. Der Nerv beeinflusst die Darmflora. Die Darmflora wiederum verändert, wie gut solche Therapien wirken.
Dein Immunsystem ist ebenfalls tiefer mit deinem Lebensstil verknüpft als lange gedacht. Große Kohortenstudien haben gezeigt, dass Menschen mit dauerhaft gestörtem Schlaf, zu kurz, zu lang, unregelmäßig, mit viel Ein- und Durchschlafproblemen, häufiger Infektionen entwickeln und häufiger wegen Infektionen im Krankenhaus behandelt werden müssen. Und auch Schichtarbeit und soziale Jetlags, wenn dein Alltag ständig gegen deine innere Uhr läuft, gehen mit einem höheren Infektionsrisiko einher. Schlaf ist also nicht nur angenehm, er ist ein Teil deiner Immunstrategie. Eine weitere große Studie, die vor kurzem veröffentlicht wurde, zeigt, dass Menschen mit Adipositas ein deutlich höheres Risiko haben, wegen Infektionen ins Krankenhaus zu müssen oder daran zu sterben, vermutlich weil chronische Entzündungen und Stoffwechselstress die Immunantwort schwächen. Das bedeutet nicht, dass ein bestimmter Körper falsch ist, aber es zeigt, wie eng Stoffwechsel, Immunsystem und Infektionsanfälligkeit biologisch miteinander verflochten sind. Bei den Mitochondrien hat sich das Bild ebenfalls geschärft. Lange dachte man, Altern gehe zwangsläufig mit einem massiven Energieverlust auf Zellebene einher. Neuere Daten legen nahe, dass ein großer Teil dieser Veränderungen nicht unvermeidlich ist, sondern von Aktivität, Ernährung und Lebensstil abhängt. In gut trainierten älteren Menschen sind Mitochondrien in Muskeln und oft auch im Gehirn deutlich leistungsfähiger als bei gleichaltrigen, überwiegend sitzenden Menschen. Manche ForscherInnen sprechen inzwischen von Mitochondrien-Fitness als eigener Dimension von Gesundheit. Es wird sogar an Medikamenten und Nahrungsergänzungen geforscht, die gezielt Mitochondrien schützen oder ihre Selbstreparatur anregen sollen. In frühen Studien an Tieren und ersten kleinen Studien am Menschen testet man Substanzen, die die Atmungskette stabilisieren, oxidativen Stress senken oder den Abbau beschädigter Mitochondrien verbessern. Noch ist das kein Allheilmittel, aber es bestätigt: Selbst in den kleinsten Kraftwerken deiner Zellen gibt es Spielraum für Pflege und Verbesserung. Und auch dein Mikrobiom bekommt in der Forschung eine immer umfassendere Bühne. Neben Ballaststoffen, Obst und Gemüse tauchen inzwischen unerwartete Verbündete auf: Zeit in der Natur, Gartenarbeit, Kontakt mit Haustieren, sogar Küsse, all das kann die Vielfalt deiner Mikroben erhöhen. Studien deuten an, dass Hunde das Mikrobiom von Kindern und älteren Menschen zum Positiven verändern können, dass Erde und Pflanzen nützliche Keime liefern und dass langsames Atmen, Summen oder Singen deinen Vagusnerv anregen und so indirekt Verdauung und Darmmilieu beeinflussen können. Am Ende erzählen all diese aktuellen Daten dieselbe alte Geschichte, nur mit feineren Instrumenten. Dein Körper ist kein Schlachtfeld, sondern ein Netzwerk von Kooperationen zwischen dir und deinen Mikroben, zwischen Darm und Gehirn, zwischen Mitochondrien und Muskeln, zwischen Schlaf und Immunsystem. Während du heute Nacht ruhst, arbeitet dieses Netzwerk mit dem Wissen von Milliarden Jahren Evolution und mit der Anpassungsfähigkeit der Forschung von heute. Du musst nichts davon bewusst steuern. Du darfst einfach atmen, die Augen schließen und deinem Körper die Nachtschicht überlassen. Alles andere, die Mikroben, die Mitochondrien, die Immunzellen, die Hormone, die Neuronen, machen weiter. Leise. Konzentriert. Für dich.